Du möchtest gerne deinen Wortschatz erweitern, kannst dir die neuen Wörter, die du lernst, aber einfach nicht merken. Ich zeige dir heute dafür 5 wissenschaftlich fundierte Methoden, mit denen du neue deutsche Wörter schneller, effektiver und einfacher lernen und sie dir natürlich merken kannst. Lass uns direkt starten. Die erste Methode ist das sogenannte verteilte Üben oder wiederholte Üben oder auch Spaced Repetition, wie man es im Englischen nennt. Was ist aber eigentlich dieses verteilte Üben? Nun, verteiltes Üben, auch bekannt wie gesagt als Spaced Repetition, ist eine Lernmethode, bei der die Wiederholungen von Lernmaterial über zunehmende Zeitabstände verteilt werden. Das Ziel ist, die Informationen dauerhaft im Langzeitgedächtnis zu verankern. Wie funktioniert aber diese Übung? Die Grundidee ist, dass du ein neues Wort oder Konzept wiederholst, bevor du es vergisst. Eigentlich ganz einfach. Anfangs sind die Abstände zwischen den Wiederholungen kurz, aber sie verlängern sich mit jeder erfolgreichen Erinnerung. Dies maximiert die Effizienz des Lernens und minimiert, also macht die Zeit weniger, die du mit dem Wiederholen von Material verbringst. Die praktische Umsetzung mit Beispielen sieht dann so aus. Nehmen wir an, du lernst das deutsche Wort Schmetterling. Hier ist, wie du Spaced Repetition anwenden könntest. Lerne das Wort, schreibe es auf, sprich es aus. 10 Minuten später überprüfst du das Wort und seinen Kontext und schreibst zum Beispiel einen Satz damit. Einen Tag später, du siehst also größerer Abstand, schreibst du mehrere Sätze mit Schmetterling. 2 Tage später verwendest du Schmetterling in einer kleinen Geschichte. Und eine Woche später erklärst du zum Beispiel das Wort einem Freund und verwendest es in einem Dialog. Und so weiter. Diese Methode führt, wie gesagt, dazu, dass du das Wort in dein Langzeitgedächtnis speicherst. Außerdem stellst du mit der Wiederholung und der Verwendung im Satz sicher, dass du auch alle Informationen zu dem Wort mitlernst. Womit wir auch schon bei der zweiten Lernmethode wären, nämlich natürlich im Kontext lernen. Hier geht es vor allem darum, dass du Wörter nicht einfach nur einzeln und gesondert lernst. Es ist oft leichter, Wörter zu behalten, wenn du sie im Kontext siehst. Außerdem kommen im Deutschen viele Wörter mit weiteren Informationen, wie eben erwähnt. Und das gilt insbesondere für Verben. Zum Beispiel, ist es ein reflexives Verb? Welcher Kasus folgt? Brauchen wir eine Präposition? Und so weiter und so fort. Anstatt also das Wort bedanken isoliert zu lernen, präge dir den Satz Ich bedanke mich bei dir ein. Dies zeigt nicht nur die Bedeutung, sondern auch die Verwendung des Wortes in einem realen Kontext und du bekommst alle weiteren grammatikalischen Informationen dazu. Zum Beispiel, dass es sich um ein reflexives Verb handelt, dass es unter anderem die Präposition bei braucht und dass danach eben der Dativ folgen muss. Und all diese Informationen lernst du so auf eine natürliche Art und Weise in einem Satz und nicht abstrakt. Methode 3. Das ist die sogenannte Mnemotechnik. Die ist besonders hilfreich, wenn es darum geht, Verben mit ihren Informationen zu lernen, wie ich eben beschrieben habe, oder auch bei Nomen, wenn es darum geht, sich die richtigen Artikel zu diesen zu merken. Denn Mnemotechniken nutzen Assoziationen, um dir das Merken von Wörtern zu erleichtern. Wenn du zum Beispiel das Wort die Butter hast und du dir merken möchtest, dass der Artikel die ist, was für dich total unlogisch ist, dann kannst du eine Assoziation schaffen, zum Beispiel zu einem anderen Wort. Beispiel die Mutter. Denn die Begriffe Butter und Mutter ähneln sich bzw. reimen sich. Und die Mutter ist ja offensichtlich eine weibliche Person, darüber musst du gar nicht nachdenken.
Und nun prägst du dir durch diese Assoziation ein, dass auch Butter den femininen Artikel hat. Das war nur ein Beispiel. Auch bei Verben mit Präpositionen ist das eine hervorragende Methode. Wenn du zum Beispiel denken an als Beispiel nimmst, ist eine tolle Mnemotechnik, eine Geschichte daraus zu machen oder einen kurzen, signifikanten Satz. Zum Beispiel, Adrien denkt an Anna. Die Präposition und die Anfangsbuchstaben des Namens Anna sind gleich. An, Anna. Du siehst, einfach durch diese Assoziation kannst du dir die Wörter und die Informationen dazu besser merken. Weiter geht es mit Methode 4, dem multisensorischen Lernen. Das klingt kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Wir merken uns Sachen in der Regel besser, wenn wir eine emotionale Verbindung damit haben oder zumindest andere Sinne, wie zum Beispiel sehen, hören, riechen und schmecken, involviert sind. Wenn du dir zum Beispiel das Wort sauer merken möchtest, beiß dabei einfach in eine Zitrone und sprich das Wort dabei aus. Dann kannst du den Begriff mit einem zitronengelben Stift auf ein Post-it schreiben und einen Satz damit bilden. Die Zitrone ist sauer. So hast du einen Begriff visuell und auch mit deinem Geschmackssinn verbunden. Auf diese Weise wirst du den Begriff ganz sicher nicht mehr vergessen. Beziehe also mehrere Sinne in den Lernprozess ein. Das funktioniert übrigens auch hervorragend bei Grammatikthemen, wenn du zum Beispiel Präpositionen mit Akkusativ oder Dativ lernen musst. Nämlich indem du einfach ein Lied daraus machst. Diese multisensorische Herangehensweise stärkt die Verbindung in deinem Gehirn und macht das Erinnern leichter. Und zum Schluss die letzte Methode und das ist die aktive Wiederholung. Du sagst jetzt aber, Moment, wiederholen hatten wir doch schon in Methode 1. Ich habe es ja verstanden. Ja, schon, aber hier ist etwas anderes gemeint. Der Fokus liegt nämlich hier auf dem Begriff aktiv. Statt Wörter nur zu lesen oder zu hören, verwende sie aktiv, schreibe Sätze, führe Gespräche oder erstelle Präsentationen mit neuen Vokabeln. Nutze den Begriff bewusst in deinem Alltag in Gesprächen mit anderen. Das aktive Verwenden der Sprache zwingt dich nämlich dazu, über die Anwendung nachzudenken und verbessert dein Verständnis und deine Erinnerung erheblich. Also nicht nur Input, sondern vor allem auch viel Output. Ich hoffe, diese Methoden helfen dir dabei, deine Wörter oder Vokabeln effektiver zu lernen und sie dir besser zu merken. Und vielleicht lässt du es mich auch wissen, welche Methode du als nächstes ausprobieren willst. Schreib es gerne in die Kommentare. Ach ja, und vergiss auch nicht, mein Video zu liken und zu abonnieren, wenn du mehr hilfreiche Tipps zum Deutschlernen erhalten möchtest. Also dann, bis zum nächsten Mal.